Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Was ist gut? Genauer: Where my partner's needs met. Kennst du das? Jemand fragt dich: War das gut? Oder das hast du so gut gemacht? Oder das hast du gut gesagt? Gute Ware, eine gute Tasse Kaffee, ein guter Stoff, hier meine ich nicht Drogen, ein guter Wein. Das ist ein gutes Messer, gute Arbeit, ein gutes Buch, ein guter Film, eine gute Straße für den Wagen und so weiter. Was aber ist gut? Vor einiger Zeit fragte mich ein junger Mensch, ich schätze ihn so um die 20, Folgendes: Warst du früher ein Checker? Ich schaute ihn an und fragte ihn, was er denn damit meint. Er sagte: Na ja, hast du viele Frauen Schon hier bekommen andere Schnappatmung und sagen empört, das ist sowas von respektlos. Und auch andere Aussagen, die ich hier nicht aufzählen will. Hier sei Folgendes gesagt: Mit mir darf man über alles sprechen. Über alles. Ob ich jedoch eine Antwort drauf gebe, ist was ganz anderes. Also zurück zu dem jungen Mann. Ich beantwortete ihm seine Frage insofern, sodass ich zustimmend nickte. Und dann fragte er mich weiter: Warst du gut? Ach, dachte ich mir, du hast dir den Richtigen ausgesucht, um eine solche Frage zu stellen. Also fragte ich: Was ist gut? Er schaute mich irgendwie verstört an und sagte: Was ist gut? Da könnte ich dich ja gleich fragen, was bitte bedeutet. Ich sagte ihm tatsächlich, dass ich ihm das Wort bitte erklären könnte. Kann er aber auch mir das Wort gut erklären? Er wandte sich von mir ab und schaute den Verkäufer an, einen Freund von ihm. Und ich denke, er bettelte um Unterstützung. Sein Freund schaute ihn an und sagte: Das ist ja das Problem. Er kann dir das Wort bitte wirklich erklären. Der junge Mann wandte sich von uns beiden ab und ging, ohne ein Wort. Ich musste innerlich richtig laut lachen. Nun, weißt du denn, was gut bedeutet? Na, lasst uns das mal genauer anschauen. Das Wort gut hat nämlich eine sehr interessante Herkunft. Es stammt aus dem althochdeutschen Gut und hat Verbindungen zu anderen germanischen Sprachen wie dem altnordischen Gott und dem englischen Good. Die genaue Herkunft ist zwar nicht immer eindeutig belegt, aber es zeigt, wie Wörter sich im Laufe der Zeit entwickeln. Und gut ist doch wirklich ein gutes Wort, oder? Was mich vielmehr interessiert ist, was genau bedeutete gut. Hat es sowas wie eine denotative Geschichte? Gut ist wirklich ein vielschichtiges Wort. In seiner denotativen Bedeutung bezieht es sich auf etwas Positives, Nützliches oder Wünschenswertes. Ursprünglich im Althochdeutschen bedeutete gut so etwas wie zusammengehörig oder passend. Im Laufe der Zeit entwickelt es sich jedoch zu einer allgemeineren positiven Bewertung. Denotativ kann man es also mit positiv oder
wünschenswert übersetzen. Es ist faszinierend, wie Wörter im Laufe der Zeit an Bedeutung gewinnen. Okay, das beruhigt mich, denn ich habe auch in anderen Quellen meiner Recherche auch passend gefunden, was mir noch klarer erklärt, was mit gut gemeint ist, genauso wie das wünschenswert. Also kann ich doch dann immer passend verwenden, unabhängig vom Kontext, oder? Das ist ja dann immer passend. Jetzt könnte jemand einwenden, was mir ja auch tatsächlich passiert ist. Naja, nicht ganz. Gut kann in vielen Fällen passend bedeuten, aber es ist wichtig zu beachten, dass diese Bedeutung von Wörtern oft vom Kontext abhängt. Es gibt Situationen, denen gut nicht unbedingt passend bedeutet. Daher ist es wohl ratsam, auf den Kontext zu achten, um sicherzustellen, dass du das richtige Wort wählst. Immer ist ein starkes Wort, aber Sprache ist oft nuanciert. Ich fragte ihn dann, nenn mir eine Situation. Natürlich, sagte er, hier ist ein Beispiel. Wenn jemand nach deiner Meinung zu einem Film fragt und du sagst, der Film war gut, dann bedeutet das, dass du den Film positiv bewertest. In diesem Fall bedeutet gut nicht passend, sondern eher angenehm oder positiv. Der Kontext, in dem das Wort verwendet wird, ändert also seine Bedeutung. Tut es das wirklich? Kann passend in diesem Beispiel nicht bedeuten, dass der Film zu meiner Vorstellung, meiner Erwartung passend war? Im Englischen würde man vielleicht sagen, it fulfills my needs. Nur um genau zu verdeutlichen, was ich meine. Die Reaktion meines Gesprächspartners war, das ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die Nuancen der Sprache. In diesem Fall kann passend tatsächlich bedeuten, dass der Film deinen Erwartungen entsprochen hat und zu deinen Vorstellungen passt. It fulfills my needs im Englischen ist eine gute Möglichkeit, dies wirklich klar zu verdeutlichen. Haha, I gotcha. Was genau könnte also der junge Mann von mir wissen wollen, wenn er mich fragt, ob ich gut war? Nun, zwei mögliche Antworten hierzu. Were my needs met? Were my partner's needs met? Tja, das ist wieder mal so eine Situation, wo es auf die genaue und klare Kommunikation ankommt, oder? Du willst doch schließlich verstanden werden. Zumindest geht es mir so in meiner Kommunikation. Ich will verstanden werden. In diesem Sinne, der Mensch tut das, was ihm gut tut oder gut erscheint. Aber nicht alles, was gut erscheint, ist immer gut. Aristoteles. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.